Hallo liebe Freunde, wir haben Dezember und das Jahr neigt sich dem Ende zu. Und so haben wir uns kurzerhand dazu entschlossen, noch ein paar Tage Sonne zu tanken. Nach einer ruhigen Nacht im Maritim Airport Hotel Hannover begeben wir uns in den Terminal und checken ein. Wir starten und der TUI-Flieger bringt uns in ca. 4,5 Stunden Flugzeit auf die Kanareninsel Gran Canaria. Nach der Landung erreichen wir nach einer ca. 30-minütigen Busfahrt den Kreuzfahrtterminal. Hier wartet die Mein Schiff 4 bereits auf uns. Kurz darauf haben wir bereits unsere geräumige Balkonkabine bezogen. Die Band macht noch ihren letzten Soundcheck, als wir bereits unseren ersten Cocktail genießen. Dann legt das Schiff vom Kai ab und wir stechen in See. Wir genießen das Auslaufen und werfen noch ein paar Blicke auf die schöne Insel, bevor sie endgültig am Horizont verschwindet. Heute ist ein Seetag und so haben wir jede Menge Möglichkeiten, in Ruhe das Schiff zu erkunden. Die Mein Schiff 4 wurde auf der Meyer-Turku-Werft in Finnland gebaut und im Juni 2015 für TUI Cruises in Dienst gestellt. Taufpatin war übrigens die Schwimmerin Franziska von Almsig. Das Schiff verfügt über ein Pooldeck mit einem 25 Meter langen Außenpool. Außerdem über 9 Restaurants und Bistros. Während unseres Aufenthaltes war es an vielen Orten weihnachtlich geschmückt. Dann beginnt im Theater die Line-Los-Party mit dem Kapitän. So muss das klingen. Herzlich willkommen auf der Mein Schiff 4. Ja, dann wollen wir gleich mal zu Tat steigen und die Herrschaften gleich mal vorstellen. Also Sie sehen es, der Knopf, der geht nicht mehr zu. Irgend so ein Witzbold hat mir heute noch den Uniformhänger genäht. Keine Ahnung, wer sowas macht. Im Anschluss gibt die Showband Blue Velvet noch ein paar bekannte Klassiker zum Besten. Gegen 24 Uhr erreichen wir dann Funchal, die Hauptstadt Madeiras.
Gut zu erkennen sind die vielen weihnachtlich beleuchteten Straßenzüge. Heute starten wir zu unserem ersten Landgang. Das Wetter meint es gut mit uns und so geht es auf Erkundungstour nach Funchal, der Hauptstadt Madeiras. Da wir Anfang 2021 schon einmal in Funchal waren, konzentrieren wir uns dieses Mal auf die Seepromenade und die Innenstadt von Funchal. Wer noch mehr über Funchal und Umgebung wissen möchte, dem verlinke ich unser damaliges Video in der Videobeschreibung. Dann erreichen wir in der Altstadt die Rua Santa Maria. Seit dem Frühjahr 2011 verwandeln Künstler den historischen Stadtkern in ein Open-Air-Museum. Auf alten Hauseingängen entstanden bisher mehr als 200 Kunstwerke. Überall in den Altstadtstraßen hängt die üppige Weihnachtsbeleuchtung. Wir erreichen die Kathedrale von Funchal, mit deren Bau um 1500 begonnen wurde. Die Architektur der Kathedrale ist eine Mischung aus einer eher schwerfälligen südeuropäischen Gotik mit maurischen und inseltypischen Elementen. Sie bietet eine prunkvolle Ausstattung und eine der schönsten Decken Portugals, die aus den Hölzern der Insel hergestellt wurde. Vorbei am Café Ritz begeben wir uns wieder in Richtung Kreuzfahrtterminal. Zurück an Bord genießen wir noch ausgiebig die Annehmlichkeiten und kulinarischen Höhepunkte des Schiffes. Heute haben wir fast noch einen ganzen Seetag, ehe wir am Abend Lanzarote erreichen werden. Die Sonne scheint und so freuen wir uns noch mehr über unseren Balkon mit Seeblick in der ersten Reihe. Dann erreichen wir den Hafen von Arrecife auf Lanzarote, der sich uns in schöner Abendstimmung präsentiert.
Heute Abend hat sich die Crew noch etwas Besonderes ausgedacht, nämlich einen tollen, stimmungsvollen Weihnachtsmarkt mit Leckereien auf dem Pooldeck. Und als runden Abschluss gibt der Comedian John Doyle noch eine humorvolle Vorstellung. Und ich habe gesagt, was man so in der Situation so sagt. Ich habe gesagt, Herr Schmidt ist Baggerfahrer. Und dann hat sie aufgelegt, ne, weil... Ein neuer Tag auf Lanzarote begrüßt uns mit sonnigem Wetter und wir fahren zum beliebten Badeort Puerto del Carmen. Der schöne Ort an der Südküste bietet alles, was das Urlauberherz begehrt. Von langen breiten Sandstränden über zahlreiche Restaurants bis hin zu einem regen Nachtleben ist Puerto del Carmen ein wahres Urlaubsparadies. Dann neigt sich auch dieser Tag dem Ende zu und wir verlassen den Hafen in stimmungsvollem Licht. Eigentlich war als nächstes Ziel die Insel La Gomera auf dem Reiseplan. Doch wir haben einen medizinischen Notfall an Bord, den wir in der Nacht auf Gran Canaria in die Obhut des Krankenhauses übergeben müssen. Leider reicht die Zeit nicht mehr, um La Gomera anzulaufen. Und so entschließt sich der Kapitän, direkt nach Teneriffa zu fahren. Unser heutiger Ankerort, Santa Cruz de Tenerife, ist die Hauptstadt der beliebten Kanareninsel. Wir erreichen die Plaza de España, die in der Nähe des Hafens liegt und sich als erste Anlaufstelle anbietet. Sie ist der größte Platz auf den Kanarischen Inseln und in ihrer Mitte wurde ein riesiges künstliches Wasserbecken mit beeindruckender Fontäne angelegt. Vorbei an der Kirche Nuestra Señora de la Concepción erreichen wir den afrikanischen Markt. Er ist der wichtigste Markt in Teneriffas Hauptstadt Santa Cruz. Hier reihen sich Marktstände, Geschäfte und Restaurants aneinander. Auf dem quirligen Markt gibt es jede Menge einheimische Produkte und das lokale Kunsthandwerk zu entdecken. Nach diesem lebhaften Ereignis zieht es uns in die Fußgängerzone von Santa Cruz. Wir pausieren noch kurz im Yachthafen und sind kurze Zeit später schon wieder zurück am Schiff. An Bord klingt dann der Abend mit leckerem Essen und Getränken gemütlich aus.
Unser zweiter Tag auf Teneriffa beginnt wieder mit Sonnenschein. Wir nutzen diesen schönen Tag, um in den an der Nordküste gelegenen Ort Puerto de la Cruz zu fahren. Auf der Meerseite liegt der Lago Matiames. Das große Meerwasserfreibad wurde in den 70er Jahren vom kanarischen Künstler César Manrique entworfen und erbaut. Es ist eine riesige Badelandschaft direkt an der Atlantikküste. Die Promenade führt barrierefrei vorbei an zahlreichen alteingesessenen Hotels, Cafés und Bars sowie diversen Boutiquen. Die Kapelle San Telmo liegt ebenfalls an der Promenade und beheimatet die deutsche Gemeinde der Stadt. Wir erreichen den Kirchplatz. Hier an der Plaza de la Iglesia befindet sich die Kirche Nuestra Señora. Zwischen Palmenblumen und einem kleinen Schwanenbrunnen lohnt es sich, eine kleine Pause einzulegen. Treff- und Mittelpunkt ist die Plaza del Charco. Puertos Hafen ist heute ein reiner Fischereihafen. Kleine Boote stechen von hier aus in See, um frischen Fisch zu fangen. Am Hafen befindet sich ebenfalls noch die Batteria de Santa Barbara, eine historische Festungsanlage aus dem 18. Jahrhundert. Nach einem erlebnisreichen Tag verlassen wir Teneriffa gegen Abend mit Kurs Gran Canaria. Am frühen Morgen erreichen wir unser letztes Ziel, Gran Canaria. Da unser Flug erst am Nachmittag zurück nach Deutschland geht, besuchen wir noch die Altstadt von Las Palmas. Am Hauptplatz der Plaza Santa Ana liegt das alte Rathaus aus dem Jahr 1853. Auf der gegenüberliegenden Seite steht die fünfschiffige Kathedrale Santa Ana aus dem Jahr 1497. In der Altstadt öffnet sich eine Vielfalt an urbanen Spazierwegen über Kopfsteinpflaster und durch malerische Winkel. Sie alle führen direkt durch die Geschichte der Stadt.
Leider ist unsere Kanarenreise nach einer Woche schon wieder zu Ende. Wir hoffen, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, würden wir uns sehr über ein Abo, einen Daumen nach oben oder einen netten Kommentar von euch freuen. Bis zum nächsten Mal. I couldn't wait to move, I had so much to prove. It was all I could do to get away. But now